Könnt jetzt ruhig mal blinken bei so einer großen Kreuzung, dass die auch mal an die anderen Verkehrsteilnehmer denken. Ja, dieser eine Motorradfahrer hinter mir, ne? Mhm. Wir sind hier auf einer Palmölplantage in Sierra Leone. Und Fun Fact ist, was ich auch nicht wusste, dass diese Palmölplantage ungefähr 70% CO2 aufnehmen kann gegenüber einem kompletten Dschungel, der bei 100% liegt. Das Ganze ist natürlich eine Monokultur, aber wenn man sich dann anguckt, wie die Effizienzrate ist von dem Palmöl, dann können die hier alle 14 Tage ernten und haben damit eine um fast 7-fach höhere Effizienzrate, als wenn man zum Beispiel Sonnenblumenöl oder Sonnenblumen in Europa anbaut. Auf dem Platz werden die Früchte angeliefert und hier reingekippt. In diesen Waggons sind dann die Palmölfrüchte und werden dann 90 Minuten bedampft in diesen Röhren, damit sich die Früchte von den Zweigen lösen. Hier kommen die bedampften Fruchtstände an, werden dann ausgekippt, kommen auf dieses Fließband, hier oben in diese Mühlen rein und da werden die gedreht, so lange bis sich die Früchte gelöst haben. Das ist die eigentliche Ölpresse. Da drinnen läuft eine Schnecke, die presst den Saft aus den Früchten. Oben auf dem Saft schwimmt ungefähr 1 Meter dick das Öl und das wird hier oben abgeschöpft. Das ist das Ende vom Palmöl. Gut, dass wir Schwimmwesten mit haben, Silke, oder? Da liegen welche. Wir sind auf dem Weg nach Tiwai Island. Da soll es ganz viele Affen geben.
Es ist 7 Uhr morgens und wir laufen jetzt in den Wald und suchen Affen. Ja, breit fahren und breit denken, ne? Verbreiterst die ganze... Machst den Wald platt. Ja, das machst du aber bei all diesen kleinen Ziegenpfaden hier in Afrika oder in der Sub-Sahara-Zone, in der Sahelzone. Aber wie kommst du denn dann zu Nationalparks sowas? Da fährst du nicht. Oder du weilst einfach alles breit und mit deiner 6x6 Katze hier durchfährst. Also an manchen Stellen reicht